Gemelli Bewegungs-Apps. Selbstverständlich gehören die Franka Amica Bewegungs-Apps Cartesian Motion und Joint Motion auch zur Gruppe der Bewegungs-Apps. In dieser Session aber ausschließlich die Gemelli Bewegungs-Apps. Angefangen mit dem Move Teach. Wie es der Name sagt, bewege an einen geteachten Punkt, kann man grundsätzlich 1:1 vergleichen mit dem Cartesian Motion von Franka Amica, nur limitiert auf einen einzigen Punkt. Diesen Punkt habe ich jetzt geteacht, bin mit dem Roboter an eine andere Position verfahren und führe diese App aus. Fährt mir an diesen Punkt. Weitere Einstellungen sind selbstverständlich Beschleunigung und Geschwindigkeit auf der zweiten Position. Auch hier in der ersten Registerkarte über Rechtsklick komme ich ins Menü Fine Adjust, wo entsprechend mit Move to Pose oder allenfalls mit einer Verschiebung, sagen wir 50 mm ins Plus, speichern, dieser Punkt überschrieben werden kann, dasselbe in Rotation. Diese Werte sind in Bezug auf das Roboter-Koordinatensystem und nicht auf das lokale Koordinatensystem. Dann Bewegung, wie gesagt, Speed und Beschleunigung und eine Zusatzfunktion, ob irgendwelche kartesischen oder auch rotativen Werte nicht berücksichtigt werden sollen. Das heißt, einerseits jetzt mal unterschieden in global und lokal und dann auf die verschiedenen Achsorientierungen. Jetzt in meinem Fall führen wir es noch einmal aus, die App. Fährt an den Punkt, das heißt, ich fahre mal da so runter und sage ihm mal, dass er die Y-Komponente, die Y von Roboter Basis, von World-Koordinatensystem, nicht berücksichtigen soll. Das heißt, er fährt jetzt, wenn ich es ausführe, an den Punkt hier und später irgendwo in der Region. Ich sage ihm jetzt hier, Y soll fix bleiben. Dann fährt er nur nach oben. X, Z und auch die Orientierung ist derselbe wie am Zielpunkt. Ersichtlich, indem ich jetzt Move Teach mache und er mir nur die Komponente Y fährt. Ja. Von der Anwendung her ist es oft so, dass das ist eine Kombination aus einer absoluten Position fahren oder eben ein Mix zwischen absolut und relativ. Das ist immer dort, wo Sie es verwenden, ist, wenn Sie an einem nicht exakten Ort sind, weil Sie das vielleicht sensitiv detektiert haben und dann entsprechend wieder an eine Absolutposition fahren wollen, in zum Beispiel der Höhe, aber in X und Y nicht mehr verschieben wollen. Oder auch in der Orientierung sich nicht mehr ändern soll, weil er über eine sensitive Funktion die Position gefunden hat und dann wollen Sie nur noch kartesisch bewegen. Und dasselbe natürlich kann man auch nur im lokalen Koordinatensystem, das heißt im Koordinatensystem vom Endeffektor Einstellung machen. Den mal disablen. Dann haben wir die Move XYZ. Gleiche Funktion wie Move Teach, nur kann ich jetzt die Absolutwerte geben. So in der Standardform, wie Sie es einfügen mit den Werten, sofern Sie auf der vorderen Seite des Roboters keine Objekte als Hindernis haben, können Sie die App einfach mal ausführen. Jetzt steht er an Position, kurz nachschauen, X 350, Y und Z auch 350 mm und Rotation um 0,00.
Ich ändere mal die Notation um minus 90 Grad. Führe das aus. Da sehen Sie, wie der Endeffektor um 90 Grad dreht, weil er natürlich in x, y, z schon auf der richtigen Position steht. Es empfiehlt sich bei der Bewegung, bei Gemelli-Apps, wenn Sie sie einführen, das heißt alle Bewegungs-Apps von Gemelli haben die gleichen Standardwerteinstellungen, 50% Geschwindigkeit und 15% Beschleunigung. Um diese Werte effektiv erreichen zu können, was so einer normalen, nicht allzu schnellen, aber auch nicht allzu langsamen Geschwindigkeit entspricht, auch Beschleunigung, geht es nur, wenn Sie eben im Task auch auf 100% gehen in den globalen Einstellungen. Dann haben wir die Relative Motion. Das heißt Bewegungen dort, wo sie sind, relativ von dieser Position, wo sie sind, von dort aus entsprechend bewegen. Ich mache mal Z 100 mm. Auf der zweiten Seite können Sie wählen, in welchem Koordinatensystem Sie fahren wollen, ob das lokal oder global ist. Ich wähle mal in dem Fall global. Hier jetzt 50-17, Beschleunigung, Ellbogenorientierung, ja, nein. Schauen wir später an und auch diese Funktion schauen wir später an. Lass das mal ausführen und sehe, wie er 100 mm von hier nach oben fährt. Ich lasse den Roboter jetzt gerade so und ändere nur, in welchem Koordinatensystem er fährt, auf lokal. Das bedeutet jetzt Z, das heißt, vorher hat er eine Bewegung in der Richtung gemacht. Und neu macht er eine Bewegung in der Richtung des Endeffektors. Sie haben gesehen, jetzt fährt er nicht nach oben, sondern nach unten. Und dort ist darauf zu achten, wie Sie die Parameter eingestellt haben in den Endeffektor-Settings. Das heißt, rechts oben Franka-Desk, 2 horizontale Linien, Settings, Endeffektor. Die Standardeinstellungen von Franka-Chemica, so wie Sie es auswählen, unverändert, sei das bei der Vakuumpumpe oder auch bei der Franka-Hand, entsprechen in positiver Richtung immer weg vom Roboter. Das heißt, Plus ist zum Tisch runter in dem Fall hier und Minus vom Tisch weg. Sollte es die entgegengesetzte Richtung sein, funktioniert. Nun stelle ich das hier mal auf 10 mm lokal. Anschließend gehe ich hier auf den Mode, das heißt Relative Motion, macht er einfach die Bewegung in der eingestellten Länge oder Rotation in der Richtung, die Sie definieren, in Plus oder Minus, und bleibt an diesem Punkt stehen. Wenn ich jetzt die Tab-Funktion anwähle, fährt er mir in Z in der Richtung um 10 mm nach unten und gleich wieder nach oben. Ich erhöhe diesen Wert. Wie es der Name sagt, geeignet, um etwas anzutippen und wieder an die Ursprungsposition zurückzukehren. Funktioniert selbstverständlich auch mit Rotation, sagen wir mal 20 Grad. Also die Schraubbewegung. Der letzte Fall ist dann mit Force. Und hier immer aufpassen, dort wo Sie Newton und Newtonmeter einstellen, vorsichtig sein mit der Höhe dieses Werts. Weil sobald der Roboter eben Kraft ausübt und keine Gegenkraft oder Gegenmoment spürt, erfolgt Beschleunigung. Ich stelle hier jetzt auf Force, eine neue Registerkarte erscheint, die jetzt hier nicht drin war, kommt automatisch. Ich gehe rüber und sage ihm, okay, so 3 Newton, was sich da noch in dem Fall nicht als starke Beschleunigung resultiert. Torque lasse ich auf 0. Ich sage ihm für
für 4 Sekunden anwenden und unten noch die Sicherheitslimite. Die Sicherheitslimite ist ab dem Punkt, wo er unten angekommen ist, in dem Fall hier, also was habe ich eingestellt? 100 mm und 20 Grad. Die Grad nehme ich mal weg hier. 20 mm, ich erhöhe das also auf so 80 mm und auch die Drehung etwas erhöhen. Das heißt, am Zielpunkt dann in einer Kugelform von 80 mm, dort drin darf er sich bewegen. Sobald er diese Limite, diese virtuelle Limite erreichen würde, stoppt er automatisch. Wir sehen jetzt, wie die Kraft angewendet wird, die 3 Newton, und wieder hochgeht für die 5 Sekunden. Das heißt, wenn ich den Wert erhöhe, so 5 Newton, sehen Sie jetzt, wie der Roboter langsam sich beginnt zu bewegen. Ein bisschen höher. So 8 Newton. Sobald ich jetzt nahe an die Standard-Kraftgrenzwerte komme, kann es dann sein, dass er eine Kollision detektiert. Ich lasse ihn jetzt mal laufen und dann seine Limite drehen. Jetzt hat er seine Limite erreicht, die ich ihm eingestellt habe. Und die Fehlermeldung, die resultiert in dem, ist ein bisschen verwirrlich, aber es ist eine unexpected motion while applying force. Das heißt, die Bewegung hat sich ausgelöst, weil er keine Gegenkraft gespürt hat und ist an seine Limite angekommen. Habe ich alle Funktionen von Relative Motion? Nein. Keep Elbow Orientation. Lassen wir den mal so runter. Zeigen wir das mal, wenn ihr den Roboter so in der Orientierung habt und hier vorne eine Bewegung machen wollt. Ich mache jetzt mal 100 mm global plus, das heißt, er geht gegen oben, dann ohne nur die Tap-Funktion. Sollte funktionieren. Schauen wir das mal an ohne. Sehr gut. Also man sieht, wie der Ellbogen schön mitgeht, die Orientierung. Jetzt mal schauen, wie es aussieht, wenn ich diese Funktion ausschalte. Und Sie sehen, dass jetzt bei abgewinkeltem Ellbogen ohne diese Funktion hat er Mühe, diese 100 mm zu fahren, weil ihm der Ellbogen wegdriftet. Das heißt, darum ist es auch standardmäßig auf Ja. In gewissen Situationen kann das Nein hilfreich sein, aber im Normalfall belässt es auf Ja, Yes. So, bis jetzt haben wir Move Teach, Move XYZ und Relative Motion. Jetzt kommen die sehr interessanten Apps. Einerseits Flex Motion und ihn eigentlich die ganze Bewegung hier oben ausführen lassen. Ist ideal in der Verwendung, wenn Sie über eine Oberfläche fahren wollen, wo eigentlich die Oberfläche selber die Höhe definiert.